Do you sometimes wish that a superheroine existed who would prevent violence against women? If attackers tried to grab a woman, she would stop them with karate. If someone tried to kiss or hug a woman against her will, she would intervene. If a man tried to force a woman to have sex, our superheroine would always be there to stop them. She'd stop men and fathers from beating women and girls. She'd even have a shield to end verbal abuse. She'd not be afraid when faced by a violent coach. And when girls were harassed at school, she'd use her secret weapon. If someone sent threats via computer, their screen would explode. And she'd fire bosses and colleagues who refused to take women seriously. We'd like to have a superheroine like her. In fact, we've waited too long. Now we've decided to stand up ourselves. We are women's counseling centers and helplines throughout Germany. We support women and girls when things go wrong. We support women and girls who have experienced violence and who are currently facing abuse. We listen. We'll answer your questions. We can tell you what has helped other women and will help you decide what is best for you. We know you can feel strong again after an attack. You can get help. Together, we can make a difference. There are women's counseling centers and helplines in many cities, run by women. And we provide free advice. Have you experienced violence today, yesterday, or a long time ago? Maybe you are unsure whether it was even violence. Perhaps you would like to support a friend. Visit us, phone us, or send us an email. We'll believe you because we are on your side. You don't have to tell us your name. We won't tell anyone that you were with us or that you've been in touch. We won't tell anybody anything. Some women who experience violence feel ashamed. They think that they are to blame. But we know the perpetrator is always to blame. If something makes you feel bad, then it's not okay. We know that women are strong and many make it by themselves. But it's easier together. You can help other women by distributing this film. You can find a list of counseling centers in your area at www.superheldin-gegen-gewalt.de. The idea to raise awareness was also quite brilliant, to say this could potentially save a life. My team leader sent me more suggestive emails and nude photos. There came a point where I was just extremely emotionally worn out.
I regularly get hit on by customers in the cafe, and every time I shake with anger and humiliation. I couldn't forget the situation with my co-worker. How he pressed himself up against me and made fun of me. After being on sick leave for a couple of weeks, my co-worker Marisa reached out to me. I couldn't keep this to myself any longer, and so I told her what happened. Marisa then said to me that she had also been sexually harassed by a co-worker, and when she reported the incident to her manager, that co-worker was then transferred. She offered to make an appointment with the Equal Opportunities Office in order to figure out the next steps. I felt so relieved to have the support of a colleague. At some point, I found a flyer for a women's counseling center in the cafe. I continued reading more on their website and thought about what we could do to better the situation. I also brought it up in a meeting with my boss and the other employees. They understood and were on my side. We are trying to make it clear to our customers that we will not tolerate this kind of behavior. We want a respectful atmosphere in the cafe. When I read that it's illegal to send someone nude pictures without consent, I sought out confidential counseling. The counselor explained to me that it's important to properly document the incidents and store the harassing emails in a safe place. They can be used as evidence if I decide to take legal action against my team leader. She also put me in contact with a lawyer. Whether I take legal action or not is something I am still considering. For now, it's most important that I regain stability. There is help available if you experience workplace violence. You can get support. I know now that I can take action against violence in the workplace. I know now that it's not my fault if I'm sexually harassed. I know now that my feelings are valid. Information and support is available at an outreach center in your area.
Allerbeste Weidemilch, früh bis spät liefert er beste Qualität. Doch die Kühe auf dem Feld gibt's nur in der Werbewelt. Wenn du suchst, musst du schon in die Stelle gehen. Keine Sonne, nur Gestank, macht die Kühe richtig krank. Kleiner Knilch wusste nicht, er bringt schlechte Milch. Bitte. So, Julia, fangen Sie vielleicht mal an, wie wir es geübt haben. Sie stellen sich bitte dahin und bitte. Sie lassen jetzt den Mann in Ruhe, der hat Ihnen nichts getan. Ja, da war schon viel Schönes dran. Nur Sie müssen sich vorstellen, ich bin 3 Nazis und die gilt es zu erschrecken. Lassen Sie den Mann in Ruhe. Der hat Ihnen nichts getan. Nein, auf keinen Fall so nah rankommen, viel zu gefährlich. Sie können selbst zum Opfer werden. Noch einmal. Lassen Sie den Mann in Ruhe. Der hat Ihnen nichts getan. Hören Sie auf damit! Geht doch. Darf ich auch mal? Jeder von uns verbraucht Strom täglich. Kernkraft trägt entscheidend dazu bei, dass Deutschland sicher und ausreichend mit Strom versorgt wird. Sie rettet das Klima, sichert Arbeitsplätze und sorgt für bezahlbaren Strom rund um die Uhr. Fremdenfeindlichkeit. Noch immer ein Problem in Deutschland. Die NPD hetzt gegen Mitbürger mit Migrationshintergrund. Auf der Straße und im Netz. Aber wir wehren uns. Und benutzen dazu die größte Angst der Rechten. Überfremdung. Wir machen die Facebook-Seite der NPD bunt statt braun. Oder mit den Worten der Rechten: Wir überfremden sie. Dafür brauchen wir dich. Like die NPD-Seite, poste eine unserer Botschaften in die Kommentare und teile dieses Video auf Facebook und Twitter, damit alle mitmachen.
Los geht's. Like Attack. Wir überfremden die NPD. Und nach der Aktion Entliken nicht vergessen. Achten Sie auf Ihre Eier. 3 bedeutet Käfighaltung. Hang around on a sunny day, meet all my friends after school. Candy smile and a magic light, find somebody new. Take a photo of things passing by, remind me of dreams coming true. All we need is a remedy. He's seen soldiers torn apart by hand grenades, intestines ripped open, faces shot to pieces. He's seen people being beaten, kicked, tormented, tortured. He's seen rape, bodies slit, heads cut off. He's seen it all, and he hasn't forgotten any of it. He's 8 years old. Im Chat habe ich einen super Typen kennengelernt. Echt witzig, ehrlich und offen. Er ist ein bisschen älter, 18. Ich bin 13, aber das stört mich nicht. Er ist ein richtiger Rockstar, in Berlin sehr bekannt und hat mir viele Fotos von sich und seinen Konzerten geschickt. Echt ein Traumtyp. Wie aus der Bravo. Davon habe ich immer geträumt.
Bei mir ist eigentlich alles ziemlich langweilig. Schule nervt und meine Eltern sind so krasse Spießer, dass ich gar keinen Bock mehr auf sie habe. Am liebsten würde ich einfach durchbrennen und ein cooles Leben führen. Wir lernen uns immer besser kennen und ich gefalle meinem neuen Freund auch voll gut. Er stellt mich auch seiner kleinen Schwester im Chat vor. Die ist auch erst 15 und erzählt, dass ihr Bruder die ganze Zeit nur von mir redet. Er hat ihr gestanden, dass er mich liebt und mich zu sich holen will. Ich kann ja eigentlich mit ihm auf Tour gehen. Das wäre echt ein Traum. Mich stört es gar nicht, dass er mit mir über Geheimnisse, Sex und so redet. Er war auch schon mal mit einer Freundin seiner Schwester zusammen. Die hat ihm aber das Herz gebrochen. Und deshalb ist er jetzt sehr vorsichtig. Das verstehe ich total. Finde ich sogar total süß. Ich will ihn niemals enttäuschen. Seine Schwester schlägt vor, dass ich mich doch mal in echt mit ihrem Bruder treffen soll. Eine gute Idee. Will ihn ja auch endlich mal in echt sehen. Sie verspricht, mit ihm zu reden und zu überzeugen, mir die Chance zu geben. Aber nur, wenn ich verspreche, ihn nicht zu verletzen. Ich bin total aufgeregt, denn heute ist es soweit. Am Abend wird mich mein Rockstar abholen. Ich kann an nichts anderes denken, mache mich den ganzen Nachmittag nach der Schule fertig. Dann kommt die SMS, er wartet vor der Tür im Auto. Meinen Eltern sage ich nichts, schleiche mich heimlich aus dem Haus. Das Auto steht da. Ich gehe darauf zu und öffne die Tür. Drinnen sitzt ein Mann, aber nicht mein Rockstar. Der ist viel älter. Mein Leben hat sich an diesem Abend schlagartig verändert. Schneller geht's nicht. Der Rundum-Schadenservice der DEVK. DEVK. Persönlich, preiswert, nah. Auf mich fliegen alle Frauen. Ich hab total den Plan. Sie können mir vertrauen. Ich bin Superman. Ich werde es allen zeigen, was für keiner Typ ich bin. Ich brauch sie nur anzusehen. Und schon sind sie hin. Ich werde es dir beweisen, dass ich keine Sprüche glaub. Dass ich an dich mein Herz verliere. Und auch meinen Kopf. Get the Screaming Monkey for your mobile now. Just text to 83033 and get the monkey's dying breaths sent straight to your handset. Text for the skinny cat or for the flaming fox. Ganz Deutschland wird von immer mehr Hohlköpfen bevölkert.
Jetzt kann man schon beim Frühstück was dagegen tun. Jeden Tag eine gute Tat. Nazi-Gedankengut aus den Köpfen vertreiben. Der Anti-Nazi-Eierbecher. Zu bestellen auf www.lautgegennazis.de. Schlagen Sie jetzt zu. Noch preiswerter im Eier gegen Rechts 5er-Pack. Eine Aktion von Laut gegen Nazis und der Amadeo Antonio Stiftung. Evolved in the Cretaceous period, leaf-cutter ants form the largest, most complex animal societies on our planet, next to humans. But it took leaf-cutter ants 130 million years to finally turn their daily routine into a proven political medium. On the 50th birthday of the Worldwide Fund of Nature, 500,000 inhabitants of the Cologne Zoo started a 5-day protest march, the Ant Rally, to raise their voice for the rainforest, to protest against its devastation, to protect their habitat, to ensure the survival of many endangered species, and finally, to call for support for their mission. The message, followed by 30,000 zoo visitors, got carried by online news, the blogosphere, social networks, and, of course, traditional media. 500.000 Aktivisten kämpfen für den Erhalt des Regenwaldes. Toll, oder? For the first time in history, insects stood up, marched out, and went viral, turning advertising into antvertising. Hello, I'm standing here. I'm in my world, nothing to fear. I live forever. Brandenburg. Seit 10 Jahren die Nummer 1 beim Zuzug. Wusstet ihr das? Hey! Letztes Jahr hatten wir mehr Wirtschaftswachstum als Bayern. In Großtiemich, da gibt's Europas zweitgrößten Kürbis. Über 900 Kilo. Und die meisten Seen gibt's ja auch. Was ich als jüdische Studentin an der Universität erlebt habe, damit habe ich immer noch zu kämpfen. Diese Feindseligkeit, die Einschüchterung, die bösen Blicke. So systematisch wurden wir beschimpft und bedroht, dass wir aus Angst nicht mehr allein zur Toilette gegangen sind. Auf dem Campus hat man irgendwann immer weniger jüdische Studierende gesehen. Nur an den Seminaren nehmen meine jüdischen Freundinnen und ich noch teil. Per Videocall auf Zoom.
to bring me home again. That you have found a way to recognize. Die Kipper hat er mir einfach so vom Kopf gerissen. Dann hat er reingespuckt und sie in den Müll geworfen. Scheiß Juden, hat er gebrüllt immer wieder. So laut, dass immer mehr Leute gekommen sind. Die haben aber nur rumgestanden und der Typ ist einfach aus dem Raum spaziert. Es wäre nix gewesen. Nur für mich hat sich alles geändert. Dass ich jüdisch bin, zeige ich jetzt weniger offen. Wenn ich bei Uber zu jemandem ins Auto steige, heiße ich Max. Sold over 10 million copies. It's the most realistic war game ever created. On International Children's Day, an update will be released for the game. Download the update, start a new game. When the game starts, nothing has changed. Just yet. The second round starts. Without weapons or armor. And when you eventually get killed, you see that you played the previous round as a child. Every year, 200,000 children are killed in war zones. The help program, Phillips House in Gulu, Uganda, needs your help to protect children from war. Just enter your donation. You have now earned the Human Rights Medal and gets access to the Special Edition Amnesty Peace Mission. And most importantly, you've made a difference for the children of Uganda. Amnesty International. Take part in the bigger game. Den Davidstern an meiner Tür habe ich schon von der Straße aus gesehen. Hab sofort gewusst, was das bedeutet in diesen Zeiten. Meine Kette mit Davidstern habe ich seitdem nie wieder sichtbar getragen. Meine Freunde haben gesagt, du übertreibst. Und von den Nachbarn, da hat keiner gefragt, wie es mir geht. Nur diese weinenden Emojis. Die haben sie alle gepostet. Auf WhatsApp.
The answer machine of John, Rebecca, Richard, Andy. And we're very sorry that we can't come to the phone. Leave a message as soon as you hear the beep. Ein ganz normaler Montag. Tschüss, kleine Anna. Oh nein! Anna? Zum Glück wieder zurück. Mit Findefix, dem Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes. Registrier dein Tier kostenlos auf findefix.com. Oh la la. Hervorragender Schutz für ein Selbstbewusstsein, das sich nicht verstecken muss. Neu, Orviv für die sensible Blase. Das hast du jetzt davon! Dr. Kaspari, ich glaube, wir müssen etwas tun. Mein Anti-Age-Doktor ist eine Creme. Diademin, Doktorqualität, die man sich leisten kann. Denn sie haben nur eine Haut. Jetzt guck da hin! Was schmeckt traumhaft wie noch nie? Der neue Mövenpick Dream of Joghurt. In 4 leckeren Sorten. Mövenpick, der kleine Luxus im Alltag. Sie haben die Flecken, wir haben die Lösung. Siel, 1 für alles. Testsieger bei Stiftung Warentest. Nehmen Sie gleich das Beste. Siel, 1 für alles. Runter! Oh la la. Hervorragender Schutz für ein Selbstbewusstsein, das sich nicht verstecken muss. Neu, Orviv für die sensible Blase. Das hast du jetzt davon!
Dr. Kaspari. Ich glaube, wir müssen etwas tun. Mein Anti-Age-Doktor ist eine Creme. Diademin, Doktorqualität, die man sich leisten kann. Denn sie haben nur eine Haut. Jetzt guck da hin! Was schmeckt traumhaft wie noch nie? Der neue Mövenpick Dream of Joghurt. In 4 leckeren Sorten. Mövenpick, der kleine Luxus im Alltag. Sie haben die Flecken, wir haben die Lösung. Siel, 1 für alles. Testsieger bei Stiftung Warentest. Nehmen Sie gleich das Beste. Siel, 1 für alles. Runter! Nazis are surprisingly innovative when it comes to spreading their racist beliefs. Using a series of codes and abbreviations, they have been able to get away with spreading hate with no repercussions from the law. Until now. Because we have applied for and secured the rights to some of these abbreviations at the German and European Trademark Office. And now that we own the trademarks, we can threaten Nazi vendors using these symbols with legal action. In concrete terms, we are now in a position to make them destroy their extremist merchandise. Pretty great, no? But it gets even better. According to trademark law, we can also claim compensation for every single item sold, from t-shirts and sweaters down to baby rompers. What will we do with all that money? Register even more Nazi codes as trademarks. And if the Nazi store keeps trading, this is where it gets really interesting. We can take the Nazi trader to court where they will have to pay everything they owe or face up to 2 years in prison. Not so easy to sell when you're locked in a cell. Either way, we're putting the law into action to stop the spread of extremism. And the best of all, with your donation, you can be part of it too and support Laut gegen Nazis in the fight against the right. Nothing in the world could be better. What's your life? It's wonderful. It's a story full of present pleasure every day. Everything's so easy. Day after day on the sunny side. I can't believe this is your life. If you trust in all the good things, 'cause you know there is a love. You know there is a love. So open your eyes, open your mind, open your heart, everything. Hey, ich bin Sarah. Ich finde dein Kleid so toll, dass du gerade gepostet hast. Du musst mir unbedingt zeigen, wo du es her hast. Sollen wir gemeinsam shoppen gehen und noch mehr solche coolen Sachen kaufen? Wir könnten uns ja noch heute am Alexa treffen. Vielleicht um 6? Deinen Eltern sagst du einfach, du musst noch was für die Schule kaufen oder so. Dann sehen wir uns gleich. Ich freue mich schon auf dich. Mordsmäßig.
Universal Declaration of Human Rights, signed by China and violated. More at amnestyhamburg.de. Schalte dich ein, um's abzuschalten. This one is number 670455. Isn't it cute? If you could only be with me. Yes, our kids are available in many different sizes and colors. Whoops, I hear just now that white is sold out already. Thank you so much, everyone. It's such great fun to see that our kids are so popular with you. So, hurry up and reserve your own personal kid right Wir lagen
hatten die Westernburg, ahoi, wir lagen vor den Shetlands und hatten die Westernburg, ahoi, wir lagen vor Sumatra und hatten die Westernburg, ahoi. Hello and good morning. I would like to introduce you to a minority group in our society which doesn't have it as easy as you or I. We call them fascists, neo-Nazis, arsewives. Of course, they are right-wing radicals. I know what you think. They are dumb, brutal, and a neurotic danger to society. You're certainly right there. But let's take a closer look. In everyday life, a right-wing activist has to cope with obstacles which other people wouldn't even notice. When compared with us normal people, for him, the task of making contact socially can be extraordinarily difficult. The result, isolation and loneliness. Similarly, the right-wing activist's desperate bids for social recognition, perhaps through sporting achievement, only seldom meet with success. And it is a fact all too often overlooked that the majority of public buildings are simply not designed with the needs of a right-wing activist in mind. These pictures make it quite clear. Right-wing activists need our consideration and our help as well. For example, through social projects designed to make them feel as full and equal members of society. Hey guys! So today I'm doing another tutorial. I'm sort of doing my look of like my haute couture, like avant-garde version of the stars. Today we're using this palette. It is absolutely gorgeous, and we're also gonna use some rhinestones, as you could tell. These are the rhinestones. Absolutely. Oh yeah, I love you. That is what I'm gonna do today, and if you want to know how I did this, then please keep on watching. Okay, so the first thing you're going to do is take a really nice dark brown eyeshadow, and what you're going to do is apply this to your lower lash line. Like that. Okay, now I'm going to take a really nice light highlighting color, and you're going to highlight the lid with this. Apply this to your eyelids. Okay, now you're just going to take the glue, apply it to your eyes like that, and you take your rhinestone, and you just... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to
Did you ever die? Did you ever die? Like you've never died before. Like you've never died before. Walking through black darkness. Walking through black darkness. Moving forward, nevermore. Speaking dumb and seeing blind. Speaking dumb and seeing blind. Cruising lonesome mile for mile. Cruising lonesome mile for mile. Through Wer nur noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht mehr in der richtigen. In welcher Welt lebst du? www.clicksafe.de A boxed ear can teach one a lesson for life. The question is what? Ja, ein bisschen. Halt mal gerade. Danke. Willst du noch ein Bier? Ein neuer Tag bricht an, in dem kleinen Wäldchen hinter eurer Stadt. Papa und Mama Nerz sitzen mit ihren Kindern gut gelaunt beim Frühstück. Jetzt aber los, sonst kommt ihr beide noch zu spät. Der kleine Nerz ist mächtig stolz, dass sein Papa ihn jeden Morgen bei seiner Schule absetzt. Heute will die Lehrerin Nerz von den Kindern wissen, was sie machen wollen, wenn sie erwachsen sind. Wenn ich groß bin, will ich wie mein Papa in der Fabrik von Herrn Nett arbeiten. Währenddessen ist Papa schon fast angekommen. Papa Nerz mag seine Arbeit. Und schon nach kurzer Zeit hat sein Chef ihn wieder soweit. Diese Geschichten. Papa Nerz muss so lachen, dass es ihn schüttelt. Das Fell von Papa Nerz hat sich gelöst. Schnell in die heiße Wanne, dann eine wohltuende Massage, ein bisschen Fellwuchsmittel und schließlich eine warme Brise. Papa Nerz schlüpft in seinen flauschigen Bademantel.
Zum Abschied bekommt er einen duftenden Blumenstrauß. Mein Chef denkt wirklich an alles. Die Kinder können es kaum erwarten, ihren Papi zu sehen. Papa, endlich! Alles Liebe zum Hochzeitstag. Schaut mal, Papas Fell ist schon fast nachgewachsen. Alle freuen sich und lachen. Hört auf zu träumen und schaut euch an, wie es wirklich ist. Auf www.peter.de. Arrête le tabac, ou le tabac aura ta peau. Okay, focus, guys. The term we're looking for has to do with sex. What do you think of? Oh, easy. J. Jenna Jameson. Oh, man. No. I think of blowjob. Give me a fat B. Ah, come on. How about masturbation? M for masturbation. No, wait. S for slut. Oh, yeah. Wow, we got it. T for titties. G for gangbang. You pimp. R is for romance. Yeah. Okay, now I for interracial. Wow. Yeah. How about F for fetish? Or L for love. No, it's H for hooters. Well, I say C for cock. No. I got it, you guys. It's obvious. Sex is all about getting kids, right? So come on, show me a D. Yeah. All right, one more. Let's finish it. And last but not least, the K. Mama. Mama. Come on, sweetie. Say, Mama. Na du, alles klar bei dir? Na?
soll das? Oh, fuck. Das war knapp. Reaktion gleich null, Alter. Das ist echt nicht mit anzusehen. Quatsch. Auf der Straße wird mir das nie passieren. Bei dem Speed kriegst du die Kurve nie. Cool, voll gegen die Leitplanke. Ach Mann, so eine blöde Maschine. Du fährst wie ein Anfänger, weißt du das? Das ist doch lächerlich. Mich hat noch keiner versägt. Klar, James Dean. Ach, sehr witzig. Meine Oma fährt besser. Null Ahnung, die Idioten. Du fährst wie ein Anfänger, weißt du das? Bei dem Speed kriegst du die Kurve nie. Meine Oma fährt besser. Klar, James Dean.
I have a place for you. The walls are made of gold. The walls are made of gold. They're built to last. The dirty world outside won't ever touch your face. I'll always keep you locked in my embrace. Don't walk away from me. Love me till you're gray and old. I'm gonna give you all. Don't leave me all
What do you hear? Do you hear a little girl having an orgasm? If so, we'll do all we can to put you in jail. If not, please donate. Contact us at hanselandgretel.de. Hansel and Gretel against child abuse. Lullaby and good night. With pink roses bedight. With lilies, oh spread. Is my babe, be sweet and soft and warm. Is all your bed. Close your eyes and rest your head. Lay me down. Now at rest. May thy slumber be blessed. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht und dann keiner gern nach Haus geht, dann erleben sie unterwegs die dollsten Sachen, mal zum Weinen, mal zum Lachen, und sie machen sich die Klopf, wenn sie tanzen, schwingen Rotz und sind fröhlich wieder Mops im Ballett-Ton. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh. Lieber Papi, zeig mir mal etwas von der Stadt. Die Idee ist ideal, ja, das mache ich glatt. Und dann krieg ich auch vielleicht ein Luftballon. Klar, mein Sohn, und ein Luftballon. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, das wird prima. Oh. Nein! Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Is your son home? Yes, he's up in his room. Come in. Hi, is Klausy here? Yeah, upstairs. Well then, we'll go up and try out some kinky stuff. Yeah, okay. Cool location. Where's Klaus? There. Good afternoon. Hello.
Is this little Anna? You've got a nice bunny. Come on, I'll show you a real bunny. In real life, you would protect your children. So why not protect them on the internet? ClickSafe.de. Schmidt, Peters, Jansen, Hermanns. Ist Ihr Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein. Hi, ist Klausi da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal hoch. Ein paar neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Coole Location. Wo ist Klaus? Ah, hier. Guten Tag. Ah, hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Im wirklichen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Dann machen sie es doch auch im Internet. www.clicksafe.de. When you dream of a world that's filled with love, that's when you just see the world through my eyes. And every whisper would tell the story of the wonders in the eyes of a child. Every time when I smile. For the road.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le récit de l'action, voici les choses de la compréhension And I was lucky my uncle didn't say anything. It's found killings in those areas will get some snow. Everyone else in the world. Captivity, torture, or dance until death. The WSPA World Society for the Protection of Animals helps abused animals. Please help. WSPA DE. Gefangenschaft, Folter oder Tanzen bis zum Tod. Misshandelte Tiere brauchen unsere Hilfe. Helfen Sie mit einer regelmäßigen Spende.
Amnesty International helps. Help Amnesty International. Friendship is blind to differences. Best Buddies brings you together.